minus 15 Grad. Viele sagen, bei solchen Temperaturen funktionieren Wärmepumpen doch gar nicht. Aber stimmt das wirklich? In diesem Video zeige ich dir, wie Wärmepumpen auch bei tiefen Minusgraden arbeiten, wie eine Wärmepumpe aufgebaut ist und wie der Kältemittelkreislauf im Detail funktioniert. Außerdem zeige ich dir die Unterschiede zwischen den verschiedenen Systemen. Am Ende weißt du nicht nur, dass Wärmepumpen funktionieren, sondern auch warum. Hi, ich bin Chris. Ich bin Maschinenbauingenieur, technikbegeistert und ich liebe 3D-Animation. Hier auf 3D Insight helfe ich dir, komplexe Technik so zu verstehen, dass dir wirklich klar wird. Also, lass uns direkt anfangen. Eine Wärmepumpe nutzt Wärmeenergie aus der Umgebung und macht sie mit Hilfe elektrischer Energie für das Heizen nutzbar. Dabei entsteht deutlich mehr Heizenergie, als elektrische Energie eingesetzt wird. Allerdings erzeugt eine Wärmepumpe keine Wärme, sie verschiebt vorhandene Energie von einem Ort zum anderen. Das funktioniert, weil Wärme immer von einem höheren Temperaturniveau zu einem niedrigeren fließt. Damit die Wärmepumpe trotzdem Energie aus der kalten Außenluft ins warme Haus bekommt, nutzt sie ein spezielles Medium, das Kältemittel. Das Kältemittel hat eine entscheidende Eigenschaft. Es verdampft schon bei sehr niedrigen Temperaturen und kann dabei Energie aufnehmen. Stell es dir wie beim Kochen von Wasser vor. Auch da verdampft die Flüssigkeit, wenn du ihr Energie zuführst. Beim Kältemittel passiert das genauso, nur schon bei viel geringeren Temperaturen. Durch den niedrigeren Siedepunkt ist selbst bei Minusgraden in der Außenluft noch genug thermische Energie vorhanden, um das Kältemittel in den gasförmigen Zustand zu bringen. Kurz gesagt, die Wärmepumpe nutzt gezielt Druck- und Aggregatzustandsänderungen aus, um das Temperaturniveau von einem niedrigeren auf ein höheres anzuheben. Schauen wir uns den Aufbau an. Im Bild siehst du eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in der Split-Variante. Die Bauteile sind auf zwei Geräte verteilt. Eins steht im Haus und eins draußen. Beginnen wir am Außengerät. Das besteht aus einem Gehäuse und einem Rahmen, dem Lüfter, dem Verdampfer, dem Expansionsventil, dem Verdichter und weiteren Bauteilen wie Filtern, Sensoren und der Steuerungs- und Leistungselektronik. Das Innengerät besteht ebenfalls aus einem Gehäuse mit Rahmen, dem Verflüssiger, einer Umwälzpumpe und weiteren Bauteilen wie dem 3-Wege-Ventil, verschiedene Sensoren und der Stromversorgung für Pumpe und Ventil. Das sind die Komponenten, die zum Kältekreislauf der Wärmepumpe gehören. Viele Hersteller bieten das Innengerät auch als Tower mit Warmwasserspeicher an. Der Vollständigkeit halber habe ich daher diese Variante dargestellt. Schauen wir uns jetzt den Kältemittelkreislauf im Detail an. Nachdem wir die Grundlagen kennen, schauen wir uns jetzt den eigentlichen Kältemittelkreislauf an. Er lässt sich auf 4 Hauptkomponenten reduzieren: den Verdampfer, den Verdichter, den Verflüssiger und das Expansionsventil. Außerdem teilt man den Kreislauf in eine Niederdruck- und eine Hochdruckseite ein. Beginnen wir mit dem Verdampfer. Damit das Kältemittel überhaupt verdampfen kann, muss seine Siedetemperatur, also die Temperatur, bei der es verdampft, unter der Temperatur der Außenluft liegen. Nur dann kann Wärme in das Kältemittel fließen. Das Kältemittel liegt hier also zunächst als Flüssigkeit vor, mit niedrigem Druck und geringer Temperatur. Im Verdampfer strömt Außenluft über die Lamellen des Wärmetauschers. Über deren Metalloberfläche wird die Wärme aus der Umgebung auf die Rohre weitergeleitet. Die übertragen sie dann auf das deutlich kühlere Kältemittel. Die Moleküle im flüssigen Kältemittel nehmen Energie auf und gehen nach und nach in den gasförmigen Zustand über. In diesem gasförmigen Zustand führt es die aufgenommene Wärme weiter durch das System. Vom Verdampfer strömt das Kältemittel weiter zum Verdichter. Hier wird das gasförmige Kältemittel in sogenannten Verdichtungskammern eingeschlossen. Das Volumen der Kammern wird verkleinert, wodurch das Kältemittel komprimiert wird. Dabei steigt der Druck und die Temperatur in den Gas stark an. Es wird also dichter, heißer und erreicht das Temperaturniveau, was wir später zum Heizen nutzen. Durch die Komprimierung entsteht im gesamten Kreislauf ein Druckgefälle, welches das Kältemittel automatisch durch alle Bauteile bewegt. Als nächstes gelangt das heiße, komprimierte Kältemittel in den Verflüssiger. Hier gibt es einen wichtigen Rollenwechsel. Jetzt gibt das Kältemittel seine zuvor aufgenommene Wärme an das Heizwasser ab. Der Verflüssiger ist ein Plattenwärmetauscher. Das Kältemittel strömt durch schmale Kanäle zwischen mehreren Metallplatten. Auf der anderen Seite zirkuliert das Heizungswasser.
Beide Medien kommen nie direkt miteinander in Kontakt. Die Wärme wird vom Kältemittel über die Platten auf das Heizwasser übertragen. Dabei kühlt es ab und kondensiert. Der Druck bleibt im Verflüssiger unverändert hoch. Durch das Abkühlen werden die Moleküle langsamer und können sich wieder miteinander zu einer Flüssigkeit verbinden. Am Ende liegt das Kältemittel als Flüssigkeit vor mit geringerer Temperatur und hohem Druck. Bevor das Kältemittel wieder Wärme aufnehmen kann, muss sein Druck abgesenkt werden. Dafür sorgt das elektronische Expansionsventil. Es arbeitet mit einem kleinen Schrittmotor, der die Ventilnadel präzise positioniert. Die Nadel ist das eigentliche Drosselorgan. Mit ihr wird der Durchfluss des Kältemittels gesteuert. Da sie nur eine geringe Menge des Kältemittels durchlässt, sinkt der Druck schlagartig ab. Dadurch sinkt die Verdampfungstemperatur sowie die Temperatur des Kältemittels ebenfalls stark ab. Warum ist das so? Der äußere Druck auf das Kältemittel sinkt und die Moleküle haben mehr Platz. Dadurch sinkt die Energieschwelle, die nötig ist, um in den gasförmigen Zustand überzugehen. Einige Moleküle haben genügend Energie und beginnen daher zu verdampfen. Wie du bereits gehört hast, benötigt dieser Phasenwechsel viel Energie. Die dafür nötige Verdampfungsenergie entzieht das Kältemittel seiner eigenen Flüssigkeit. Dadurch sinkt die Temperatur des gesamten Kältemittels sehr deutlich. Zurück zum Kreislauf. Das Kältemittel ist nach dem Ventil also sehr kalt und hat einen relativ geringen Druck. Genauso kann es im Verdampfer erneut Wärme aus der Umgebung aufnehmen. Der Kreislauf kann also von vorn beginnen. Er läuft kontinuierlich weiter, tausende Male am Tag. Was passiert aber, wenn die Außenluft zum Beispiel bei minus 15 Grad liegt? Funktioniert die Wärmepumpe dann überhaupt noch? Wenn dir das Video hilft, komplexe Technik besser zu verstehen, findest du hier regelmäßig weitere Inhalte. Wenn die Außentemperatur so kalt ist, senkt die Wärmepumpe den Druck über das elektronische Expansionsventil noch weiter ab. Denn, wie du bereits weißt, hängt die Verdampfungstemperatur des Kältemittels direkt vom Druck ab. Wird der Druck reduziert, sinkt auch die Siedetemperatur des Kältemittels. Dadurch reicht selbst die geringe Wärme in der kalten Außenluft noch aus, um das Kältemittel verdampfen zu lassen. Solange die Außenluft wärmer ist als der absolute Nullpunkt, steckt immer noch Wärmeenergie in ihr. Theoretisch könnte man also selbst bei sehr tiefen Minusgraden noch Energie entziehen. In der Praxis sieht es allerdings anders aus. Hier begrenzen die Bauteile und die Effizienz den Einsatzbereich. Die meisten Luft-Wasser-Wärmepumpen sind etwa bis minus 20 Grad, manche Spezialgeräte bis rund minus 25 Grad ausgelegt. Je kälter es draußen wird, desto mehr Strom braucht die Wärmepumpe, um die Heizwärme zu erzeugen, und die Wirtschaftlichkeit sinkt drastisch. Gut, funktionieren kann die Wärmepumpe also bei tiefen Minusgraden, aber wie effizient arbeitet sie dann noch? Das schauen wir uns jetzt an. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns anschauen, wovon die Effizienz einer Wärmepumpe überhaupt abhängt. Denn sie ist kein konstanter Wert, sondern verändert sich ständig, je nachdem, welche Bedingungen gerade herrschen. Schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt an, welche Faktoren hier zusammenspielen. Beginnen wir mit dem wichtigsten Faktor, der Außenlufttemperatur. Die Wärmepumpe nutzt die Außenluft als Wärmequelle. Je kälter diese Quelle ist, desto weniger Wärmeenergie steckt in ihr. Und desto weniger Energie kann das Kältemittel pro Umlauf aufnehmen. Die Wärmepumpe muss an kalten Tagen also mehr arbeiten, um dieselbe Heizleistung zu liefern. In dem Fall sinkt ihre Effizienz. Der Kompressor spielt eine zentrale Rolle für die Effizienz der Wärmepumpe. An kalten Tagen liegt der Verdampfungspunkt des Kältemittels sehr niedrig, um aus der kalten Außenluft überhaupt Wärme aufnehmen zu können. Gleichzeitig muss die Wärmepumpe das Heizungswasser weiterhin auf die gewünschte Temperatur erwärmen. Dadurch vergrößert sich die Temperaturspanne zwischen Verdampfen und Verflüssigen. Je größer dieser Temperaturhub ist, desto mehr Druck muss der Kompressor aufbauen und dafür benötigt er mehr elektrische Energie. Das wiederum senkt die Effizienz der Wärmepumpe deutlich. Ein weiterer entscheidender Faktor für die Effizienz einer Wärmepumpe ist die benötigte Vorlauftemperatur im Haus. Damit das Kältemittel seine Wärme an das Heizwasser abgeben kann, muss seine Temperatur nach der Verdichtung immer über der gewünschten Vorlauftemperatur liegen. Je höher die Vorlauftemperatur ist, desto mehr elektrische Energie benötigt der Kompressor, um das Kältemittel auf einen höheren Druck und damit eine höhere Temperatur zu verdichten. Das heißt, Wärmepumpen arbeiten in Gebäuden mit niedrigen Vorlauftemperaturen am effizientesten. Die Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung
liegt etwa bei 30 bis 35 Grad. Bei klassischen Heizkörpern liegt sie bei etwa 45 bis 55 Grad. In alten Anlagen steigt die Vorlauftemperatur sogar auf 60 bis 70 Grad an. Für diesen hohen Temperaturhub ist deutlich mehr elektrische Energie notwendig und die Effizienz sinkt drastisch. Aber das heißt nicht automatisch, dass alte Häuser nicht für Wärmepumpen geeignet sind. Viele Altbauten lassen sich für eine Wärmepumpe optimieren, wenn folgende Maßnahmen getroffen werden. Erstens, Heizkörper vergrößern. Ein größerer Heizkörper gibt mehr Wärme ab und benötigt eine niedrigere Vorlauftemperatur. Zweitens, der hydraulische Abgleich. Er sorgt dafür, dass jeder Heizkörper genau die richtige Wassermenge bekommt. Dadurch arbeiten alle Heizflächen effektiver und gleichmäßiger. Drittens, die Gebäudedämmung oder Fenstersanierung. Diese reduzieren Wärmeverluste und das Heizwasser muss gar nicht erst so weit hochgeheizt werden. Und viertens, Niedertemperaturheizkörper nachrüsten. Das sind Heizkörper, die speziell für Wärmepumpen optimiert sind. Zusammengefasst, Effizienz ist das Verhältnis von nutzbarer Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie. Und genau dieses Verhältnis verändert sich ständig, je nachdem wie kalt die Außenluft ist und welche Vorlauftemperatur das Heizsystem benötigt. Damit weißt du, welche äußeren Bedingungen die Effizienz beeinflussen. Im nächsten Schritt schauen wir uns an, welche Systeme es überhaupt gibt und wie sie sich unter genau diesen Bedingungen unterscheiden. Die verschiedenen Wärmepumpensysteme unterscheiden sich grundlegend in einem Punkt, der Wärmequelle. Je nach Wärmequelle steht unterschiedlich viel nutzbare Wärme zur Verfügung und ihre Temperatur schwankt im Jahresverlauf mehr oder weniger stark. Genau das hat großen Einfluss auf Effizienz, den Installationsaufwand und die Kosten. Schauen wir uns die 3 wichtigsten Systeme einmal im Vergleich an. Die häufigste Variante ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ihre Wärmequelle ist die Außenluft. Diese ist überall verfügbar und damit ist die Installation relativ einfach und der bauliche Aufwand ist gering. Gerade für Bestandsgebäude ist diese Variante ideal, weil sie sich fast überall einsetzen lässt. Allerdings schwankt die Temperatur der Außenluft über das Jahr stark. An milden Tagen arbeitet die Luftwärmepumpe sehr effizient. An sehr kalten Tagen muss der Kompressor dagegen deutlich mehr leisten. Bei Frost sinkt die Effizienz noch ein Stück weiter. Der Verdampfer muss durch Abtauchvorgänge eisfrei gehalten werden, was zusätzlich Energie kostet. Die Erdwärmepumpe nutzt die konstante Temperatur im Erdreich. Sie entzieht der Erde über Sonden oder Flächenkollektoren die Wärme. Und genau das ist ihr großer Vorteil. Die Wärmequelle bleibt selbst im Winter vergleichsweise warm und stabil. Dadurch arbeitet das System wesentlich effizienter und gleichmäßiger als eine Luftwärmepumpe. Da die Wärmequelle unter der Erde liegt, ist der Betrieb sehr leise. Der Nachteil ist der höhere Installationsaufwand, denn es müssen Erdsonden gebohrt oder Flächenkollektoren verlegt werden. Damit steigen auch die Installationskosten. Hinzu kommt, dass Genehmigungen erforderlich sind und bei Flächenkollektoren die Grundstücksfläche ausreichend groß ist. Für viele Neubauten oder Sanierungen mit entsprechendem Grundstück ist es eines der effizientesten Systeme überhaupt. Die Wasser-Wasser-Wärmepumpe nutzt Grundwasser als Wärmequelle. Dazu werden 2 Brunnen benötigt, deren Bohrungen meist zwischen 10 und 20 Meter tief in die Erde reichen. Der große Vorteil: Das Grundwasser hat das ganze Jahr über nahezu konstante Temperaturen und damit bietet dieses System die höchste Effizienz aller Wärmepumpearten. Der Nachteil: Man benötigt einen geeigneten Standort und eine wasserrechtliche Genehmigung. Außerdem sind 2 Brunnen notwendig und die Wasserqualität sowie die Wassermenge müssen geeignet sein. Die Installation ist komplexer, aber das Ergebnis ist energetisch sehr attraktiv. Die Wärmequelle ist entscheidend für die Effizienz der Wärmepumpe. Welches System am besten passt, hängt vom Gebäude, dem Grundstück und den örtlichen Gegebenheiten ab. Bei der Wahl einer Wärmepumpe spielt nicht nur die Wärmequelle eine Rolle, sondern auch die Bauart des Gerätes. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Monoblock-Wärmepumpen und Splitgeräten. Beide erfüllen die gleiche Aufgabe, haben aber unterschiedliche Eigenschaften, die je nach Gebäude und Einbausituation Vorteile bieten können. Beim Monoblock ist der komplette Kältemittelkreislauf in einem einzigen Außengerät untergebracht. Alles befindet sich in einem geschlossenen System. Die Wärme wird draußen auf das Wasser übertragen und das Wasser transportiert die Energie ins Haus, nicht das Kältemittel. Das hat den Vorteil, dass keine Kältemittelleitungen installiert werden müssen und auch keine kältetechnische Abnahme notwendig ist.
Für viele Installationen ist der Monoblock damit die einfachere und robustere Lösung. Der Nachteil: Da Wasserleitungen nach außen geführt werden, müssen sie gut gegen Frost geschützt sein. Und da das Heizwasser schon draußen erwärmt wird, ist die Monoblock-Installation hydraulisch betrachtet sehr simpel, aber auf niedrige Vorlauftemperaturen angewiesen, damit die Wärmeverluste gering bleiben. Beim Splitgerät wird der Kältemittelkreislauf aufgeteilt. Das Außengerät enthält Verdampfer und Kompressor, während der Verflüssiger im Innengerät sitzt. Beide Einheiten sind über Leitungen verbunden, durch die das Kältemittel direkt zirkuliert. Das ist auch der Vorteil dieser Bauweise, denn die Kältemittelleitungen haben weniger Wärmeverluste als Wasserleitungen. Gerade bei größeren Distanzen wird dieser Unterschied deutlich. Der Nachteil: Die Installation erfordert einen zertifizierten Kältetechniker und die Kältemittelleitungen müssen absolut fachgerecht verlegt werden. Und welche Bauform ist besser? Es gibt keine pauschal bessere Lösung. Was die Effizienz angeht, liegen beide Systeme auf ähnlichem Niveau. Die Wahl hängt ab von der Entfernung zwischen Außen- und Innenbereich, dem Platzangebot, der hydraulischen Einbindung, der Installationssituation und nicht zuletzt den Kosten. Der Monoblock ist ideal, wenn das Außengerät nahe am Technikraum steht. Das vereinfacht die Installation. Die Split-Variante ist besser geeignet bei längeren Wegen oder engen Platzverhältnissen. Jetzt haben wir so viel über Effizienz gesprochen. Woran erkennt man nun, wie effizient ein Gerät wirklich arbeitet? Für die Betrachtung der Effizienz einer Wärmepumpe gibt es zwei wichtige Kennzahlen: den COP und die Jahresarbeitszahl, kurz JAZ genannt. Der COP, also der Coefficient of Performance, beschreibt die Effizienz der Wärmepumpe unter genau definierten Laborbedingungen. Er gibt an, wie viel Wärmeleistung die Wärmepumpe liefert, wenn sie eine bestimmte Menge elektrische Energie aufnimmt. Ein COP von 4 bedeutet zum Beispiel, aus einer Kilowattstunde Strom werden 4 Kilowattstunden nutzbare Wärme. Der COP ist ein guter Vergleichswert für unterschiedliche Geräte, aber er sagt noch nichts darüber aus, wie die Wärmepumpe im Alltag arbeitet. Denn im echten Betrieb ändern sich die Bedingungen ständig. Manchmal ist die Außenluft mild, manchmal sehr kalt und auch die Vorlauftemperatur im Haus schwankt. Genau dafür gibt es die Jahresarbeitszahl, die JAZ. Sie beschreibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetztem Strom über ein ganzes Jahr hinweg, also im realen Betrieb mit allen Höhen und Tiefen. Die JAZ ist dadurch wesentlich aussagekräftiger als eine einzelne COP-Zahl. Sie zeigt, wie effizient die Wärmepumpe tatsächlich im Alltag arbeitet, unter genau den Bedingungen, die im jeweiligen Gebäude auftreten. Kurz gesagt, der COP eignet sich für den Vergleich von Geräten, die JAZ zeigt die tatsächliche Effizienz im Betrieb. Ein weit verbreiteter Mythos besagt, Wärmepumpen würden bei Frost nicht funktionieren. Das stimmt nicht. Ja, bei Luftwärmepumpen kann sich an kalten und feuchten Tagen Eis am Verdampfer bilden. Dieses Eis blockiert den Luftstrom und verringert die Wärmeaufnahme. Das ist aber kein Fehler, sondern eine natürliche Folge des Funktionsprinzips. Genau aus diesem Grund startet die Wärmepumpe regelmäßig einen Abtauvorgang. Dazu tauschen Verflüssiger und Verdampfer ihre Rollen. Für kurze Zeit wird Wärme aus dem Heizsystem in den Verdampfer geleitet. Das erhitzt die Lamellen leicht und das Eis taut ab und der normale Betrieb geht weiter. Das kostet etwas Energie und kann die Effizienz an solchen Tagen leicht senken, ist aber völlig normal und notwendig und dauert nur wenige Minuten. Zum Schluss noch ein paar Punkte aus der Praxis, die im Alltag einer Wärmepumpe eine wichtige Rolle spielen. Erster Punkt: die Aufstellung. Außen aufgestellte Geräte brauchen ausreichend Abstand zu Wänden oder Hindernissen, damit die Luft gut anströmen kann und möglichst keine Schallkanäle entstehen, in denen Geräusche verstärkt werden. Wenn der Luftstrom blockiert wird, sinkt die Effizienz und die Vereisung tritt häufiger auf. Der zweite Punkt: der Schalldruck. Moderne Geräte sind leise, aber nicht automatisch unhörbar. Wärmepumpen haben sich in den letzten Jahren stark verbessert und arbeiten mittlerweile auf Zimmerlautstärke. Trotzdem gilt, der Standort entscheidet über die wahrgenommene Lautstärke. Der Schall darf nicht an Wänden oder Mauern reflektiert werden und der Luftstrom sollte frei ausblasen können, ohne verwirbelt zu werden. Wichtig: Nicht der absolute Schalldruck ist das Problem, sondern Reflexion und Resonanzen in ungünstigen Aufstellungen. Und der dritte Punkt: die Effizienz durch die Hydraulik und Regelung. Beide Punkte sind oft unterschätzte Stellschrauben für die Effizienz.
Die folgenden Punkte können darüber entscheiden, ob die Wärmepumpe ihre theoretische Effizienz in der Realität auch wirklich erreicht. Der hydraulische Abgleich. Damit wird sichergestellt, dass jeder Heizkörper genau die Wassermenge bekommt, die er benötigt. Die eingestellte Heizkurve. Eine gut eingestellte Heizkurve sorgt dafür, dass der Vorlauf nicht unnötig hochgefahren wird. Die richtige Dimensionierung. Das Herzstück der Effizienz. Zu klein dimensioniert, das Gerät läuft ständig auf Volllast. Der Stromverbrauch ist erhöht und die Enteisungszyklen sind häufiger. Ist die Wärmepumpe zu groß dimensioniert, taktet das Gerät ständig ein und aus, der Verdichterverschleiß steigt und die Jatz sinkt spürbar. Eine fehlende oder falsche Dimensionierung ist einer der häufigsten Effizienzkiller bei Wärmepumpen. Wenn dir das Video geholfen hat, findest du auf meinem Kanal regelmäßig weitere technische Erklärungen in 3D. Im Endscreen geht's direkt weiter.